Ja, der nächste Redner ist ein langjähriger Freund und Mitstreiter von mir. Louis, ich habe gerade mal überlegt, wo wir uns kennengelernt haben. Ich glaube, das war 2010 war das. Ich glaube, bei dieser Konferenz Große Freiheit in Hamburg, die ich damals auch moderiert hatte. Louis war damals noch sehr stark auch engagiert als Redakteur bei Eigentümlich Frei. Tolles Magazin. Wer das noch nicht kennt, lohnt es mit reinzuwerfen. Und für Smart Investor hast du dann, glaube ich, die Jahre drauf auch viel geschrieben. Ja. Und wir haben uns dann so ein bisschen aus den Augen verloren und dann habe ich auf einmal im Internet gesehen, der Louis da mit seinem Blog, nur Bares ist Wahres. Und mir war das gar nicht so bewusst, dass du auch so im Kapitalbereich so aktiv bist und hast ja wirklich eine Nische jetzt besetzt und auch bearbeitet, wo ich wirklich also sehr, sehr beeindruckt bin. Das Thema, glaube ich, da bist du mal drüber gestolpert, kurz nach der Finanzkrise 2002, als du so über Kanada, so über Income Trust was gefunden hast. Und insbesondere für Leute, die sagen, naja, alles schön mit Gold, Diamanten etc., aber ich brauche ja ein bisschen Income noch. Lebensversicherung so funktioniert nicht. Ist das Thema unheimlich spannend. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Ich habe hier stehen Income Investing, Vorteile, Fallstricke und Titelselektion. Bühne frei für Louis Passos. Einfach, okay, alles klar. Ja, meine Damen, meine Herren, ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, die Zeit bis zum Mittagessen zu überbrücken. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu hungrig. Ich knüpfe da an, wo meine beiden Vorredner letztendlich aufgehört haben und starten möchte ich, auch wenn wir uns ja mittlerweile daran gewöhnt haben, im Billionenbereich zu argumentieren, zu denken, zu rechnen. Die einen mit ein bisschen mehr Glück, die anderen ein bisschen weniger. Mit einer mythischen Zahl, ja, mit der Million, die ja doch irgendwo so soziokulturell so eine gewisse Sogwirkung entfaltet, ja, der Millionär. Und diesen Ausdruck, den verdanken wir letztendlich, oder das ist eine Entlehnung aus dem Französischen und lässt sich auch relativ gut datieren. Ja, der Millionär wird erstmals in der zweiten Hälfte der 1710er Jahren erwähnt. Schriftlich. Und das ist auch kein Zufall, weil dafür verantwortlich wiederum ist ein Mann, genauer genommen ein Schotte. Und der dürfte auch viel ein Begriff sein. John Law, ein Spieler, Mathematiker, Duellant, ja, in seiner Heimat Schottland zum Tode verurteilt, wegen eines etwas schiefgelaufenen Duells. Und dann in Kontinentaleuropa unterwegs. Und seine große Stunde schlug 1715, als der französische König Ludwig XIV. Starb, ja, ein völlig desolates Land hinterlassen hat. Vielleicht Parallelen, naja, noch nicht ganz zu Deutschland. Ja, der Staat war aber pleite. Es gab kein Geld und der Herzog von Orléans, der seinerzeit für Ludwig XV. Stellvertretend die Regierungsgeschäfte übernommen hat, mit dem war wiederum John Law gut verdrahtet. Und das war seine große Stunde. Er hatte jetzt die Chance, alles auf ein neues System zu stellen. Und er war der Erste, der im Prinzip ein Papiergeldsystem im ganz, ganz großen Maßstab etablieren konnte. Und die Deckung für dieses Papiergeld, da war natürlich ganz geschickt, ja. Da die Kassen leer waren, hat er einfach darauf verwiesen, auf das, was im Boden war. Ja, im Boden Frankreichs, aber vor allem noch mehr in den französischen Kolonien, ja, der Mississippi-Kolonie, was damals so ein Drittel, ja, der nordamerikanischen Landfläche entsprach. Ja. Und auf dieser Grundlage hat er dann eine Bank geschaffen, er hat Exklusivrechte bekommen und ja, ich habe es notiert, er war tatsächlich so eine Mischung aus Alan Greenspan, Warren Buffett, ja, Mark Zuckerberg, Bill Gates, ja auch philanthropisch viel unterwegs. Und er hat von sich selber dann am Ende gesagt, in Anlehnung an Ludwig XIV., ja, l'économie, c'est moi. Ja, nicht ganz so unrecht. Es gab einen gigantischen Boom, 1719 war dann auf dem Höhepunkt. Ja, es gibt da eine Vielzahl von Quellen, die beschreiben dieser spekulative Überschwang. Noch exorbitanter, noch ausbordender als jetzt hier Ende der 90er, wer sich noch daran erinnern kann. Das nahm solche Auswüchse an, dass beispielsweise der Kutscher von John Law selber für sich einen Kutscher eingestellt hat, ja, weil er sich das leisten konnte. Und damals kam eben der Millionär auf, ja, weil viele Leute wurden eben zum Millionär. Aber ja, der Dr. Stelter hat den Kreislauf aufgezeigt, ja, die aufgebauschte Papierillusion fiel in sich zusammen. Auslöser war, ja, im sumpfigen Gelände des Mississippi wurde eben kein Gold gefunden. Ja. John Law musste fliehen und starb verarmt in Venedig, im Karneval übrigens. Das Ganze hatte Ausstrahlung über Frankreich hinaus. Ja.
Die berühmte South Sea Bubble in England, hier sehen wir auch nochmal schön, weil da gibt es nämlich Kursaufzeichnungen von der Börse. Ja, um den Faktor 10 ging es nach oben. Auch da wurde spekuliert bis zum geht nicht mehr. Der große Einbruch kam dann auch, es ging um über 90% runter. Und Sir Isaac Newton, ja, verlor ein Millionenvermögen seinerzeit und prägte den Spruch, ja, bis heute berühmt: Ich kann zwar die Bewegungen der Himmelskörper berechnen, aber nicht die Verrücktheit der Menschen. Er hat damals schon erkenntnistheoretisch eine schöne Unterscheidung getroffen. Ja, wir haben auf der einen Seite Objekte, das kann man natürlich alles physikalisch schön berechnen, ja, Zeitalter der Aufklärung, aber ja, mit den Subjekten funktioniert das nicht so gut. Ja, warum? Weil natürlich ja, das Subjekt immer in theoretische Aussagen, die über dieses Objekt aufgestellt werden, hineinwirken kann, ja, die sich selbst erfüllende oder sich selbst widerlegende Prophezeiung. Ja, ist natürlich auch so ein Thema, ja, an der Börse stets virulent. Es gab einen Mann, der diese Epoche wirklich im Detail studiert haben muss, vermute ich einfach mal. Ein Mann, der mit der Stadt, in der wir heute sind, Frankfurt, verbunden ist, in der Form, dass er hier geboren wurde und das auch literarisch verarbeitet hat. Und das war Johann Wolfgang von Goethe. Und ich spiele hier natürlich ganz klar darauf an, auf den Faust der Tragödie, zweiter Teil, der erste Akt im Lustgarten, ja, die Szenerie ähnlich, der König, ja, deprimiert, kein Geld, ja, das Militär in Auflösung begriffen, als Faust und Mephistopheles dann einen Plan präsentieren, den der Kanzler dann verkündet, und das entspricht genau dem, was John Law seinerzeit gemacht hat. Ja, der Zettel ist 1000 Kronen wert und gesichert mit Bodenschätzen, ja, die aber noch nicht gehoben sind. Ja, und der Kaiser kann es kaum glauben, aber nimmt es natürlich willig an. Ja, treibt das Land dann auch zur Blüte. Und nebenbei sagt der Mephistopheles, naja, also wenn schon jemand danach fragt nach dem Gold, dann wird es schon irgendwo einen Wechsler geben, der das zur Verfügung stellt. Und ansonsten gräbt man halt eine Zeit lang. Ja, ja. Ja, nun, so ein faustisches Dilemma erleben wir ja heutzutage auch. Ja, allerdings, wenn man so auf die Regierungsbank guckt, mit einem, wie soll man sagen, Anti-Mephistopheles, ja, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse schafft. Ja, so könnte man spitzbubisch formulieren. Goethe ist aber in einer anderen Hinsicht interessant. Und zwar im Gegensatz zu Sir Isaac Newton hat er es geschafft, nicht nur ein beträchtliches Vermögen aufzubauen, sondern auch über die Zeit zu retten. Wenn man mal in die Lebensspanne Goethes guckt, ja, 1749 bis 1832, hat übrigens verfügt, dass der Faust II nach seinem Tod erst veröffentlicht wird, war das schon eine sehr, sehr, sehr bewegende Zeit. Ja, das fing an eben mit dem 7-jährigen Krieg, der in seiner Lebenszeit fiel, ja, eine Art Weltkrieg, frühe Form. Ja. Es gab dann den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, ja, es gab die Türkenkriege, die sogenannten, ja, die Französische Revolution, die Koalitionskriege, die Napoleonischen Kriege, und erst mit dem Wiener Kongress 1815 kehrte so ein bisschen Ruhe ein. Ja, da war Goethe aber schon 66. Und es ist ganz interessant, sich mal anzugucken, was hat er eigentlich gemacht, und das kann man anhand seines Nachlasses. Gesamtsumme 150.000 Taler, ja, etwa irgendwo 8 bis 15 Millionen Euro. Und wenn man mal guckt, was er an Anlagevermögen hinterlassen hat, ja, wir sehen hier zum einen Anleihen, das war natürlich nicht die Anleihen, wie die Allianz sie hält, ja, sondern das waren noch so solide Schuldner, die auch in Gold bezahlt haben, die Zinsen. Ja, viel Immobilienvermögen hat er auch gehabt. Kuxe. Kuxe sind handelbare Anteilsscheine an Bergwerken. Ja, ich weiß nicht, haben wir jemanden aus dem Bergwerkbereich hier? Nee, okay. Mit der Besonderheit, dass es eine Nachschusspflicht gibt, wenn es mal schief läuft. Ja? Also im Prinzip so eine Art Aktie, aber als so Personengesellschaft. Ja? Und natürlich seine Tantiemen an seinen Werken. Und wenn man mal schaut, dieses Anlagevermögen zeichnet sich durch zwei Aspekte aus. Zum einen eben, dass Goethe damit einen beständigen Cashflow erwirtschaftet hat. Ja, das heißt also, dazu kam natürlich noch eine Kasse, die mit Gold gefüllt war, um natürlich auch die täglichen Ausgaben, und Silber, um die täglichen Ausgaben zu bestreiten. Und wir sehen eine gewisse Streuung. Und ich vermute mal, da Goethe ja nun sehr, sehr belesen war, hat er sich auch hier berufen auf eine oder vielleicht die älteste Geldanlageregel, die wir hier im babylonischen Talmud finden, ja, die 3-Speichen-Regel. Ja, eigentlich ganz einfach formuliert, ja, von einem Rabbi Isaac bar Aha im ca. 400 nach Christus, und nimmt eigentlich das weg, was wir heute als moderne Portfoliotheorie kennen, ja, dass man eben sein Vermögen teilt. Wenn man das Ganze so ein bisschen
moderner formuliert. Ja, in der modernen Auslegung, ja, dann kommen wir die Speiche Land, ja, alles was mit Land- und Forstwirtschaft zu tun hat, Wohn, Gewerbe, Spezialimmobilien. Ja, das Spektrum ist heutzutage sehr, sehr breit. Handelswaren, klar, Rohstoffe, Aktien, unternehmerische Beteiligungen, Vermögenswerte. Ja, das können durchaus sein materielle, aber auch geistiges Eigentum beispielsweise, bar zur Hand, Bankguthaben, Geldforderungen, ja, Edelmetalle, Anleihen, Kryptowährungen kann man auch noch mit dazu zählen. Das wären eben soweit 3 Speichen. Ja. Damit gelingt mir schon mal eines, nämlich, das haben die Vorredner auch gesagt, der Truthahnfalle zu entgehen. Ja. Ist entlehnt aus dem Buch von Der schwarze Schwan, von dem guten Herrn Taleb. Ja, hierzulande können wir auch sagen, ja, die St. Martinsgans. Was drückt eigentlich das Bild aus? Nun ja, dass ich eben bei Einzelanlagen immer das Problem habe, ja, dass auch über eine sehr lange Zeit alles sehr, sehr gut laufen kann. Aber dann kommt irgendwann Thanksgiving, also irgendein Ereignis, irgendein schwarzer Schwan, das Ganze kippt, sei es eine dumme Managemententscheidung, ein politischer Entscheid etc. pp. Und dann gibt es eben hier Thanksgiving Surprise. Ja, die Liste ist lang. Wir hatten uns gestern Abend ja mal so ein bisschen drüber unterhalten. Ja. Lehman Brothers, nach über 150 Jahren, zack, waren sie weg. Ja. Wirecard, vorhin auch schon gefallen, nein, der Long-Term Capital Management, berühmter Hedgefonds, kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, Bernie Madoff, ja, der es geschafft hat, sein Ponzi-Scheme also ein Betrugssystem über viele Jahre aufrecht zu erhalten und bis heute das größte. Ja, die Enron-Pleite und ganz unten hatten wir auch gestern drüber kurz gesprochen, Juicy Fields, ja, das Logo, so ein Cannabis-Anbieter, der es auch geschafft hat, immerhin 2 Jahre ein Ponzi-Scheme mit völlig überzogenen Renditeversprechen aufrecht zu erhalten. Ja, übrigens dieser Kurvenverlauf hier, wie er gezeichnet ist, ja, das ist natürlich so prototypisch, aber den gibt es auch real. Ne? Und wenn wir uns zum Beispiel nämlich den Long-Term Capital Management angucken, so sah der seinerzeit aus. Ne? Also, und das ist der lupenreine Klassiker für so einen schwarzen Schwan. Ja, eine Anlage, die wirklich hier sensationell läuft. Ja, da waren auch hier Nobelpreisträger integriert hier in diesem Fonds, die den beraten haben. Ja, die übrigens die Optionspreistheorie, die bis heute gültig ist oder angewendet wird, verfasst haben. Ja, und dann eben, wer sich noch daran erinnert, der Crash im Oktober 1998, übrigens infolge des Zahlungsausfalls von Russland seinerzeit. Ja, gab es nächtliche Zentralbanksitzungen, ja, und für die seinerzeit gigantische Summe, ich glaube $6 Milliarden musste der gestützt werden, ja, völlig skandalös, heute gar nicht mehr vorstellbar, also Petitesse, ja. Die Frage ist jetzt natürlich, reicht es einfach so, ein Vermögen oder wenn wir konkret gehen, in so einen Aktienbereich beispielsweise einfach so zu streuen? Die moderne Portfoliotheorie sagt erstmal, 90% der Anlagerendite wird über die grundsätzliche Verteilung der Vermögenswerte erreicht. Also es kommt nicht so sehr darauf an, in welche einzelnen Titel ich da investiere, sondern eben in welche grundlegenden Bereiche. Und damit kann ich eben, klar, mein Risiko ein Stück weit neutralisieren. Das ist ja auch irgendwo logisch zu erschließen. Und die Aussage ist eben, wenn ich 2 Anlagen habe, die nicht miteinander 1:1 korreliert sind, dann packt man die in ein Portfolio zusammen und wappnet sich ein Stück weit gegen allgemeine Risiken bzw. Schwankungen. Beim Crash nutzt das relativ wenig, weil ein Merkmal eines Crashes ist, dass da die Korrelationen zusammenlaufen. Ja, Beispiel war eben hier zuletzt Frühjahr 2020, wo ja alles gefallen ist von Aktien, Gold, Anleihen, mit Ausnahme wirklich ganz kurzlaufender Papiere mit bester Bonität. Ja. Und genau, also Frage ist, reicht das? Einfach sich solche Papiere ins Portfolio zu legen. Und damit sind wir im Prinzip bei der zweiten Komponente vom Nachlass Goethes. Denn, auch hier werden sich einige noch erinnern, wenn wir uns mal den Dotcom-Crash und die Weltfinanzkrise sich ja dann irgendwann anschauen, wer hier 2000 eingestiegen ist, musste im Prinzip 12 Jahre warten, bis er den Einstand wieder hatte. Ja, wer also einfach nur, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur eine Sachanlage getätigt hat, wo es eben nur auf den Preis dieser Vermögensanlage kam, auf den Preis der Aktie, der hatte ein Tal der Tränen, was 12 Jahre lang andauerte. Ja, und wir reden ja noch nicht mal Inflation, sondern nicht mal mit angerechnet. Ja. Der Stelter, den Zeitraum vorhin auch erwähnt, ja, der sogenannte Salami-Crash und das Zeitalter der Stagflation, ja, da war es sogar noch schlimmer.
Wir sehen ja von 1965 bis 1982 ja, eine Nullrendite. Nominal, real minus 50%, weil wir hier in dieser Phase natürlich massive Inflation hatten. Das heißt, wer tatsächlich real auf Null kommen wollte, musste nicht bis 82, sondern bis 1989, bis zum Fall der Mauer warten. Ja. Und die Frage ist natürlich, gut, beim Vermögensaufbau, da kann ich natürlich über sowas hinwegsehen, ja, wenn ich das regelmäßig anspare, aber spätestens bei der Vermögensverwertung, ja, gibt es natürlich dann schon gewisse strukturelle Schwierigkeiten, wenn ich beispielsweise einen Kapitalstock habe, den ich nach und nach aufzehre und in so eine Phase hinein das Ganze mache. Und eine Lösung, damit umzugehen, ist, sich eben auf Cashflow-starke Anlagen zu konzentrieren. Und Cashflow, ja, also in Form von Ausschüttungen, löst im Prinzip ein uraltes Problem über die ganze Geschichte hinweg, nämlich die sogenannte Principal-Agent-Beziehung. Ja, das heißt, wie stelle ich sicher, dass jemand, dem ich beispielsweise Geld übergebe, ja, auch in meinem Sinne das Ganze verwaltet? Ja, und natürlich in früheren Zeiten gab es sowas wie BaFin nicht. Gut, kann man sich natürlich auch überlegen, naja, wie sinnhaftig da der Einsatz ist. Aber es gab auch kein Reporting, es gab keine Bilanzierungsvorschriften etc. pp. Und letztendlich waren Ausschüttungen ja das Mittel der Wahl, um zu demonstrieren, dass ich eben ein tragfähiges Geschäft und keine Luftnummer habe, wie eben beispielsweise in der South Sea Bubble. Ja. Das spiegelt sich auch in bestimmten Ausdrücken wider, beispielsweise in sogenannten Witwen- und Waisenpapieren, ja, was eben auch entsprechend dividendenstarke Papiere waren, geeignet zur Versorgung von Hinterbliebenen. Ja. Und am besten und am schönsten hat es im Prinzip auf den Punkt gebracht hier John Goodman im Film The Gambler von 2014 und in der Rolle als Kredithai Little Frank. Und der hat gesagt, naja, spar dir ein gewisses Vermögen zusammen, kauf dir davon ein Haus, den Rest legst du an zu 5% und dann sieh zu, dass die Summe, die da daraus fließt, hoch genug ist, dass du damit jederzeit in der Lage bist, Nein zu sagen. Er hat es ein bisschen brachialer formuliert, traue ich mich jetzt hier gar nicht zu zitieren, kann man in den Film ja gucken. Ja. Und genau, das ist letztendlich der Kern des Ganzen. Ja? Also sich leisten zu können, Nein zu sagen. Ja? Das nicht müssen können, ja, gewissermaßen. Und das ist in den letzten Jahren etwas schwieriger geworden, wenn man mal guckt, das, was der Little Frank eben sagt, so ja, mal 5% auf Wertpapiere zu erzielen oder auch drüber, war durchaus möglich oder auch Standard in den Jahrzehnten vor den 80er Jahren oder bis in die 80er Jahre rein. Danach hat die Bedeutung der Dividende als Faktor ja, abgenommen. Das hat verschiedene Ursachen, unter anderem damit, dass eben in den 80er Jahren in den USA die Managementgehälter gedeckelt wurden auf seinerzeit $1 Million. Und das hat dazu geführt, dass eben diese Vergütung mit Aktienoptionen zugenommen hat, was wiederum dazu geführt hat, ja, dass die Ausschüttungsfreude deutlich abgenommen hat bei den Unternehmen. Ja. Unter anderem. Ne. In Deutschland beispielsweise war es noch so, dass Kursgewinne nach einer Haltedauer von einem halben Jahr steuerfrei waren. Das war natürlich ein gigantischer Vorteil, ist heute auch nicht mehr so und hat das Ganze wieder ein bisschen relativiert. Kern letztendlich des Income Investings ist es, sich genau diese Titel, die es ja noch gibt, zunutze zu machen und hier sich ein laufendes Einkommen aufzubauen, was eben auch durch solche Schwächephasen trägt, ja, wo meinetwegen tatsächlich auch mal temporär die Kurse natürlich gedrückt werden. Das gilt jetzt beispielsweise auch fürs Jahr 2022, aber ja, wo ich eben trotzdem ein konstantes Einkommen erziele und zwar über das Gesamtdepot gesehen und das kann gelingen eben durch sogenannte unkorrelierte Zahlungsströme, ja, indem ich eben eine Vielzahl von Ertragsquellen mir erschließe, die im Prinzip miteinander nichts oder ganz, ganz wenig nur zu tun haben und das Ganze natürlich eben nicht auf dem grauen Kapitalmarkt, sondern über den weißen Kapitalmarkt, über die Börse. Ja. Klassische Dividendenwerte kennt vermutlich jeder, eine ganze Menge. Es lohnt darüber hinaus aber auch, einen Blick über den Tellerrand zu setzen. Ja. Einfach deswegen, weil wir hier eine Vielzahl auch alternativer Anlagen finden, weltweit, jetzt nicht unbedingt in Deutschland, ja, die aber genau in dieses Beuteschema passen und die vor allem einen Ertrag erwirtschaften, der eben unkorreliert ist, ja, mit dem, was ja, zum Beispiel klassische Anlagen bieten. Und 6 Stück davon möchte ich einfach mal
kurz vorstellen. Ja, gestern am Tisch, da saß ein Landwirt. Ist er heute auch hier? Da hinten ist er, ja. Ackerland. Wie komme ich als Privatperson an Ackerland hier in Deutschland? Solange man was kriegt. Genau, wer möchte ein Ackerland eventuell haben oder ja, hätte Lust an Ackerland? Ja, eine Möglichkeit ist, ja, ich gehe eben nach Australien, ja, und kaufe mich eben über die Börse in die Rural Funds Management oder in die Rural Funds Group ein. Das ist tatsächlich ein Unternehmen, das ja, nichts anderes macht, als eben Ackerflächen, Weideflächen zu halten und an entsprechende Betriebe zu verpachten. Ja? Also ein ganz schnödes, ganz einfaches, uraltes Geschäftsmodell und tatsächlich auch eben über die Börse momentan mit Abschlag ja, durchaus zu erwerben. Ja, mit entsprechenden auch unterjährigen Ausschüttungen. Ich meine, die schütten sogar zweimal im Jahr aus, ja, und werfen dann auch einen Ertrag von über 5% im Jahr allein an Dividenden ab. Ja. Ein Beispiel. Zweites Beispiel. Ja, wir haben es auch hier gesagt, erneuerbare Energien muss man ja jetzt politische Förderung hin oder her, kann man ja gut finden oder weniger gut. Fakt ist aber, zumindest ist meine Meinung, dass es über viele Jahre ein Bereich sein wird, der auch noch weiter ausgebaut wird und zur Stromproduktion beitragen wird. Die Renewable Infrastructure Group ist so ein britischer Spezialist für solche Anlagen. Das heißt, wir haben ein kleines Management-Team. Ja, und die kümmern sich darum, eben solche Anlagen, und zwar Anlagen in Produktion, ja, zu kaufen. Also dort, wo bereits prospektiert, also wo bereits Strom gewonnen wird, ja, wo genau berechnet werden kann, wie ist meine Ausbeute. Die schließen dann langfristige Liefer- und Abnahmeverträge mit lokalen Versorgern ab, ja, beispielsweise ja, sowas wie hier jetzt Stadtwerke oder E.ON oder RWE, beliefern die dann. Ja, die Tarife haben Inflationsanpassungsklauseln und der Ertrag wird dann ebenfalls in dem Fall 4-mal im Jahr an die Anleger ausgeschüttet. Ja, das ist eben auch ein Beispiel für so ein unkorrelierter, klar, politisch regulierter Zahlungsstrom, bietet natürlich Chancen wie auch Risiken, muss man natürlich sagen. ABC Arbitrage Group. Ja, es gibt ein einziges Börsengeschäft, wo ich Rendite machen kann ohne Risiko. Das ist uns aber als Privatanleger zumindest direkt versperrt. Das sind sogenannte Arbitragegeschäfte. Ja, das ist dann, wenn ich Bewertungsabweichungen habe, wenn zum Beispiel, warten Sie eben, die Allianz-Aktie, ja, wenn sie in Frankfurt gehandelt wird und beispielsweise in Paris, ja, dieselbe Aktie, und dann gibt es einen kleinen Bewertungsunterschied, dann lohnt es sich, an dem einen Standort die Aktie zu verkaufen und die an dem anderen zu kaufen. Problem ist natürlich dazu, das funktioniert nur, wenn ich entsprechende Masse da reinbringe und natürlich entsprechend niedrige Kosten habe. Das heißt, das können nur institutionelle Anleger. Ja. Die ABC Arbitrage Group mit Sitz in Frankreich ist so ein institutioneller Anleger und die machen nichts anderes. Die haben mehrere hundert Server rund um die Welt verteilt und suchen permanent, scannen den Markt eben nach Aktien, die eben oder allgemein nach börsennotierten Anlagen, die eine Preisdifferenz aufweisen. Ja, und das machen die eben millionenfach und summiert sich eben auch über die Zeit. Ja, die haben recht beeindruckend, fand ich, seit 1995 gibt es die haben durchweg nur Jahre mit Gewinn. Also sie haben kein einziges Verlustjahr in der Zeit. Und das Interessante ist natürlich auch, diese Spreads, also diese Bewertungsunterschiede, gehen insbesondere dann auseinander in Zeiten, wo es mal kracht. Das heißt, die Jahre, also schlechte Börsenjahre, waren in der Regel gute Jahre für die ABC Arbitrage Group. Ja. Anderer Bereich, da haben wir dann wahrscheinlich ein paar mehr als jetzt die der Landwirtschaft behafteten. Wo sind denn die Juristen hier unter uns? Mal Arm hoch. Was? Keine Juristen? Ah, einer outet sich, ja. Also okay. Ja, die Juristerei ist zumindest ja auch ein Geschäft, was sehr konjunkturunabhängig ist, ne? Könnte man so sagen. Ja, also gestritten wird ja immer. Und eine Gesellschaft, die RBG Holdings, ist eine englische Gesellschaft, die sich an Rechtsanwaltskanzleien beteiligt. Wer also ohne Jurastudium mal Partner einer Gesellschaft werden möchte oder mehrerer Gesellschaften, hat über die RBG die Möglichkeit. Ja, die sind beteiligt an mehreren Wirtschaftskanzleien und unter anderem auch ein Prozessfinanzierer. Ja, das ist
Das sind diese berühmten, ja, im angelsächsischen Raum bekannten Kanzleien oder Institutionen, wo ich hingehen kann mit einem Fall, die übernehmen alle Kosten, aber dafür sichern die sich eben einen Teil oder einen signifikanten Anteil dessen, was die eben über den Klageweg gegebenenfalls wieder reinholen. Ja. Hier vielleicht so ein bisschen das Skurrilste. Ja, das ist das Logo der Firma. Frage, wer hört regelmäßig Musik, sei es über Spotify, im Radio, YouTube, weiß der Teufel was. Da müssen eigentlich alle Hände hochgehen, oder? Der Hypnose Songs Fund, ja, ist ein börsennotiertes Vehikel von zwei Musikmanagern, die darin die Rechte an knapp 70.000 Songs gebündelt haben. Ja, ich habe mal meine Tochter gefragt, einfach mal so drüber gehen, was ihr das sagt, weil viele kannte ich ja gar nicht. Meinte aber, es sind alles coole Songs, coole Künstler. Das war schon ein ganz gutes Qualitätsmerkmal. Ja. Und die machen nichts anderes, als eben diese Rechte zu verwalten. Das heißt, jedes Mal, wenn irgendwo auf Spotify ein Shakira-Lied abgespielt wird oder auf YouTube von Ed Sheeran irgendwie so ein Video abgerufen wird, dann klingelt bei denen die Kasse. Natürlich immer nur im Cent-Bereich, ja, aber das summiert sich natürlich auch auf Millionen. Ja. Allein ein Viertel aller sogenannten Billion-Songs auf Spotify, das heißt also Songs, die über 1 Milliarde Mal abgerufen wurden, haben die Rechte dran. Ja. Und das ist natürlich auch so ein Einkommensstrom oder ein Cashflow, der eben auch mit anderen Größen eben nicht korreliert oder ganz, ganz wenig korreliert. Ja? Also Klassiker war eben zum Beispiel 2020 haben die ein Rekordergebnis eingefahren, klar. Ne? Die Leute sind dann halt nach den Shutdowns zu Hause geblieben und dann dudelte dann eben nebenbei Spotify. Ja? Und als letztes Beispiel, ich erinnere mich als Kind an die Touren von Deutschland in die zweite Heimat Spanien und ich fand zwei Sachen immer bemerkenswert auf dem Weg dorthin. Das eine war, ja, dass in Belgien die Autobahnen beleuchtet waren und dass sie in Frankreich Geld gekostet haben. Ja. Und eine Möglichkeit, sich einen Teil dieses Geldes für Frankreich-Urlauber eventuell wiederzuholen, ist die Atlas Arteria, denn denen gehört in Frankreich gehören denen über 2000 Kilometer Autobahn, darüber hinaus noch weitere mautpflichtige Verkehrsprojekte in mehreren anderen Ländern, unter anderem in Deutschland, hier der Warnow-Tunnel in Rostock. Und eben auch eine Möglichkeit, hier einen Cashflow zu erzielen, der volkswirtschaftlich ja, relativ unabhängig ist, jetzt zum Beispiel auch zu dem, was hier in Deutschland passiert. Ja? Das waren mal einfach so 6 Möglichkeiten an alternativen Anlagen, die ich mir ins Portfolio packen kann, eben um mir einen ja, möglichst robusten Zahlungsstrom ja, mit unkorrelierten Cashflows aufzubauen. Was ist jetzt, wenn wir eine Situation erleben wie 1929 bis 1932, ja, der bisher schwerste Crash in der modernen Börsengeschichte, ja, der Dow Jones bzw. Amerikanische Aktien in der Breite fallen um knapp 90%. Ja, und der Index landet im Prinzip da wieder, wo er 1896 gestartet ist. Ja. Hier muss man 25 Jahre warten. Ja, 1929 bis 1954. Allerdings, wer hartgesotten genug war, muss man natürlich auch sagen, jetzt mal jenseits des wirtschaftlichen Elends, was da seinerzeit auf den Straßen produziert wurde, eine Möglichkeit tatsächlich in solchen Situationen, und das gilt natürlich jetzt auch für so ein Jahr 1922, das galt auch für die Corona-Crash-Phase oder für die Weltfinanzkrise 2007 bis 2009, ist es, und das kann ich eben nur machen, wenn ich auch Ausschüttungen habe, diese wieder zu reinvestieren, weil ich kann hier auf einen besonderen Effekt setzen, nämlich, dass Ausschüttungen immer wesentlich träger reagieren als Kurse, was ja auch logisch ist. Ja? Die Anlegerherde treibt die Kurse in die eine oder andere Richtung, ja? Während Umsätze, Gewinne und entsprechend Ausschüttungen ja, wesentlich weniger schwankungsanfällig sind. Ja? Und ich habe hier eben gerade in solchen Schwächephasen als Trost für diejenigen, ja, die dann tatsächlich eben über Ausschüttungen verfügen und diese reinvestieren, ja, kann ich mir genau diesen Effekt zunutze machen. Das heißt, ich bekomme ja in solchen Situationen pro investierter oder reinvestierter Dividende ja, viel, viel mehr an Anteilen, als ich eben in einer Boomphase bekommen würde. Und das kann auch durchaus dazu beitragen, eben so eine Phase ein bisschen besser durchzustehen. Ja, die Berechnung kommt übrigens von dem Professor Jeremy Siegel in Harvard, ist er, glaube ich.
der das Ganze mal durchkalkuliert hat. Und das Interessante ist, wenn tatsächlich die Kurse in der Zeit stabil geblieben wären, ja, wäre mein Vermögen ja, hätte nicht so stark zugelegt. Ja. Also von daher, da lassen sich eben solche Bestphasen ja, gezielt auch nutzen. Es gibt eine Erhebung übrigens auch, weil jetzt natürlich immer die Frage kommt, naja, wie sicher oder wie stabil sind denn solche Dividenden? Das kommt natürlich immer sehr, sehr auf den Einzelfall, auf das Geschäftsmodell an, wie sehr das betroffen ist von der jeweiligen Krise. Es gibt Untersuchungen aus der Zeit der Weltfinanzkrise. Und da ist es so, dass eben 14% der Unternehmen ihre Dividende ausgesetzt haben, 43% haben gekürzt. Ja, die Kürzung kann natürlich von wenig bis viel sein, das wurde nicht weiter differenziert. Und im Umkehrschluss 43% haben die stabil gehalten oder sogar erhöht. Und wie stark der Dividendeneffekt insbesondere in Verbindung mit einer niedrigen Bewertung ist, zeigt so ein Vergleich mal auf, ist auch für den Jeremy Siegel, zwischen IBM, ja, seinerzeit 1950 so ein Wachstumsunternehmen, ja, und Standard Oil, beziehungsweise dann später Exxon, ja, damals schon ja, Old Economy. Und das Bemerkenswerte in dieser Untersuchung war, dass im Prinzip, egal welchen Faktor man genommen hat, welchen betriebswirtschaftlichen, IBM überall ja, überlegen war. Aber die Anleger unterm Strich das bessere Geschäft gemacht haben mit Standard Oil. Und warum? Ganz einfach deswegen, IBM hatte in dieser Phase über diese ganzen 55 Jahre im Schnitt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27. Ja, Standard Oil ja, als ja, nicht so sexy Wachstumswert von 13. Ja. IBM hatte eine Dividendenrendite von 2%, Standard Oil von 5,2%. Ja. Und über diesen Reinvestitionsfaktor ja, hat Standard Oil am Ende tatsächlich IBM überholt. Ja, zum Abschluss noch etwas, was jetzt nicht direkt was mit Wertpapieren zu tun hat, nämlich die Frage, was ist denn, wenn jetzt tatsächlich alles zusammenbricht? Ja? Alles entwertet wird, Krieg, Enteignung, Beschlagnahmung. Und da möchte ich zum Abschluss einen Leitspruch mitgeben, den mein größtes Vorbild mir immer wieder und wieder gesagt hat, den ich natürlich erst als Erwachsener verstanden habe. Und diese Person, die mir das mitgegeben hat, ist ja, die mutigste und integerste Person, die ich hier kennenlernen durfte, nämlich meine Großmutter, auch noch zu Kaiserszeiten geboren, als kleines Kind die Hyperinflation miterlebt, die zerstörerische Wirkung in der Weltwirtschaftskrise studiert, sich das selber finanziert, weil halt das Geld fürs Studium gab es nur für die Brüder. Ja, sowohl dem braunen als auch dann dem roten Sozialismus Widerstand geleistet, einen teuren Preis dafür bezahlt und ja, nach der Flucht aus der DDR, nur wenig jünger als ich heute bin, wirklich mit Null hier angefangen. Und die hat uns immer wieder und wieder gesagt, nur was du im Kopf hast, kann dir keiner nehmen. Ja, das kann natürlich kein Crash entwerten und ja, kein Staat beschlagnahmen. Und das betrifft nicht nur jetzt irgendwelche Kenntnisse und Erfahrungen, sondern was mir aber auch erst nach ihrem Tod bewusst geworden ist. Ich habe sie niemals lamentieren hören über ihr Schicksal. Im Gegenteil, ich habe sie immer erlebt als sehr lebensbejahende, sehr fröhliche, ja, sehr dankbare Frau, ja, die immer ja, sich gefreut hat über die kleinen Dinge, die kleinen Freuden des Lebens. Und das vielleicht Allerschwierigste, und da muss ich sagen, wüsste ich auch nicht, ob ich das so hinbekommen würde, die wirklich auch ja, vergeben hat, insbesondere denen, die sie in den schwersten Stunden, ja, man muss es sagen, ja, auch verraten haben, wovon ihre Stasi-Akte zeugt. Und das ist für mich persönlich, wenn ich mich mal über irgendwas ärgere, dann muss ich immer an sie zurückdenken und dann muss ich sagen, naja, dann ist auch alles im Prinzip gar nicht so schlimm. Ja, aber wir sind ja jetzt vom Wesen her nicht nur Kopf, sondern auch Magen und damit würde ich sagen, übergebe ich gerne zurück nach diesem Ausflug ins Income Investing an die Mittagsbar. Ja, Louis, herzlichen Dank auch für diese ein oder andere alternative Investmentidee. Da war auch sicherlich das ein oder andere dabei, was ich überhaupt noch nicht auf der Uhr hatte. Also hochinteressant. Das war das Ziel. Also die Präsentation kann ich
Ja. Könnt ihr übrigens gerne zur Verfügung stellen. Ja, okay. Genau, ne? Also, Liegen wir haben ja vorne den Büchertisch. Hast du Bücher mitgebracht? nee, ich nicht, aber der Verlag hat Bücher. Der Verlag. Ja. Vielleicht auch, wer jetzt in der Mittagspause ein bisschen Zeit hat, am Bücherstand, es gibt immer die Möglichkeit, die sich auch signieren zu lassen, die Bücher. Ein kleines Entgelt. Ja, und ich selber habe gut. Und ich selber habe mich gerade ein bisschen erschrocken, weil ich habe vergessen auszuchecken aus dem Hotelzimmer. Also falls jetzt einer das genauso vergessen hat wie ich, in der Mittagspause ist vielleicht eine gute Zeit, um gewisse Doppelzahlungen zu vermeiden. Dann hat man auch noch ein bisschen Geld über für ein Buch von Louis Bassat mit einer kleinen Vieh obendrauf. Ja, es geht weiter, dann 13:15 Uhr. Lassen Sie es schmecken, nutzen die Zeit auch für Gespräche und dann bis gleich nach der Mittagspause.